Hallo, liebe Zuschauer. Heute möchte ich mit euch gemeinsam diese DeLonghi Eletta Explore Kaffeemaschine respektive Kaffeeautomat entkalken. Dazu nutze ich wie üblich in meinen Videos den Dorgol Universal Entkalker, die 10 Liter Variante, abgefüllt in kleine Fläschchen mit je 150 Milliliter. Nach dem Intro geht's los. Bis gleich. Dann starten wir mal gemeinsam den Entkalkungsvorgang. Vorbereitet habe ich die Heißwasser-Auslaufdüse, eine Stoppuhr, damit wir gemeinsam schauen können, wie lange denn der Vorgang dauert, wie eben schon auch erwähnt, den Entkalker und Behälter. Einmal habe ich einen runden Behälter oder zylinderförmigen Behälter genommen für den Heißwasserauslauf. Diesen werden wir auch gleich montieren. Und einen eckigen Behälter für den Kaffeeauslauf. Jetzt starten wir mal die Maschine. Diese wird gleich am Anfang dann auch entsprechend die Meldung bringen, dass sie entkalkt werden muss. Und dann warten wir mal den Vorgang zum Starten ab. Zuerst, wie gewohnt, der Spülvorgang. Dieser läuft bereits jetzt in den Behälter rein. Ich habe die Maschine bisher noch nicht entkalkt. Bedeutet, ich gehe genau nach Anleitung vor, was die Maschine schreibt. Die Maschine muss entkalkt werden. Drücke OK, um zu starten. Dauer circa 50 Minuten. Dann drücken wir mal auf OK. Leere die Abtropfschale und den Kaffeesatzbehälter. Das werde ich jetzt tun und dann machen wir gemeinsam weiter. Abtropfschale, Kaffeesatzbehälter sind gereinigt. Schieben wir wieder rein in die Maschine und gehen auf Weiter. Fülle den DeLonghi-Entkalker bis zum Füllstand A ein und Wasser bis zum Füllstand B. Ich werde jetzt den Wasserbehälter rausnehmen, entleeren und dann schauen wir uns die beiden Markierungen an. Wir haben am Wasserbehälter auf beiden Seiten Markierungen. Auf der Vorderseite haben wir selber nur eine 1 und eine Max-Markierung. Aber auf der Innenseite, welche zur Maschine hinzeigt, haben wir unten die Markierung A und oben die Markierung B für Frischwasser. Ich fülle jetzt gerade den Entkalker rein und danach das Frischwasser. Wie wir jetzt schön sehen können, die 150 Milliliter aus meiner kleinen Flasche gehen bis circa zur Markierung A, etwas mehr. Ich habe mir jetzt angewöhnt, den Wassertank entsprechend schon hineinzuschieben, auch ohne Abdeckung. Das macht nichts, es ist einfach besser zum Nachfüllen jetzt. Hier sehe ich immer noch vorne dran die Markierung B hier oben. Das ist diese und ich fülle jetzt mit meinem Wasserkrug das Wasser entsprechend ein. Wie viel haben wir jetzt? Jetzt sind wir doch schon gut unterwegs. Das war jetzt 1 Liter. Ich werde das Ganze noch auffüllen, hole ich dann wieder dazu. Dann schieben wir den Wassertank auf Endposition und gehen entsprechend auf Weiter. Stelle einen 2 Liter Behälter unter die Ausläufe. Man kann es schön sehen, eigentlich möchte man einen großen Behälter. Ich habe mir angewöhnt, eben hier diesen zylindrischen oder runden Behälter drunter zu stellen und hier diese flache Brotdose. Reicht in der Regel auch aus. Ich habe hier noch einen zweiten Behälter, um nachher schnell zu tauschen, um auszugießen, falls einer voll ist. Aber dann drücken wir jetzt auf Weiter. Die Entkalkung läuft, kostet Zeit, aber pflegt deine Eletta Explore. Parallel starten wir jetzt die Stoppuhr.
und zeichne nebenbei auf, wie lange dieser Entkalkungsvorgang nun läuft. Man kann jetzt schon sehen, es kommt das erste Wasser raus aus dem Kaffeeauslauf und jetzt aus der Heißwasserdüse. Falls ihr euch fragt, was ich hier für eine Matte drunter habe, diese Matte haben wir zum einen drunter, falls doch mal etwas Flüssigkeit daneben geht, dann geht es selber in die Matte rein. Zum anderen werden die Schwingungen der Maschine nicht direkt übertragen auf die Küche und die Maschine ist etwas leiser. Ich verlinke euch diese Matte unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr sie finden. Ebenso den Entkalker verlinke ich euch und diese praktischen kleinen Fläschchen. Ich lasse jetzt die Entkalkung laufen und melde mich zurück, wenn die Maschine etwas von mir anfordert. Wie wir sehen können, hier unten ist der Status zu sehen anhand dieser Punkte. Wir haben jetzt den 4. Schritt erreicht und haben noch welche vor uns. Nach gut 38 Minuten ist der erste Entkalkungsdurchgang fertig. Die Maschine fordert jetzt auf, den Wassertank zu füllen und bis Max mit frischem Wasser aufzufüllen. Unter dem Kaffeeauslauf kam nicht sehr viel Wasser raus. Das meiste kam raus unter dem Heißwasserauslauf, ungefähr 1 Liter. Ich fülle jetzt den Wassertank auf und lasse die Maschine entsprechend weiterlaufen. Der Wassertank ist gefüllt. Jetzt gehen wir auf Weiter. Jetzt stellen wir wieder den Behälter drunter. Hier den Behälter, gehen auf Weiter und die Maschine spült durch. Ich melde mich wieder, wenn dieser Schritt abgeschlossen ist. Nach gut 42 Minuten ist der erste Spülgang beendet. Es kommen ca. 2 Liter insgesamt raus aus dem Heißwasserauslauf und dem Kaffeeauslauf. Jetzt soll ich den Wassertank erneut ausspülen und bis Max mit Wasser füllen. Ich melde mich dann zurück. Der Wassertank ist gefüllt. Wir gehen auf Weiter. Wir stellen wieder entsprechend einen Behälter drunter und starten den zweiten Spüldurchgang. Nach gut 47 Minuten wurde der zweite Spülgang unterbrochen. Ich soll jetzt die Abtropfschale leeren. Das werde ich jetzt auch tun und komme gleich wieder zurück. Die Abtropfschale ist leer und die Entkalkung ist beendet. Ich werde jetzt den Wassertank noch einmal auffüllen mit frischem Wasser und werde den ersten Kaffee rauslassen. So, nach gut 48 Minuten von angegebenen 50 Minuten ist die Maschine entkalkt und wieder einsatzbereit. Was mir sehr gut gefällt an der Eletta Explore, ich kann jeden Kaffee individualisieren, wie man hier sehen kann. Für mich ist eine App für diese Maschine völlig nutzfrei, also ich vermisse sie auch nicht. Ich gehe einfach hier drauf auf Kaffee, ich sage, ich möchte ein stärkeres Aroma, drehe es hoch, ich möchte weniger Wassermenge oder also weniger Kaffeemenge oder ich möchte halt das volle Programm und gehe auf Zubereiten. Ich bereite immer erst den ersten Kaffee vor, nach dem Entkalken und kippe diesen anschließend weg. Im Übrigen wird die letzte Einstellung gespeichert im entsprechenden Menü. Ich verlinke euch die Maschine unten. Wie gesagt, den Kauf haben wir nicht bereut. Wir hatten vorher eine DeLonghi Dynamica Plus. Diese war auch sehr gut, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Eletta Explore ist doch diesen Ticken besser, den man sich oft wünscht. Wie man schön sehen kann, hat man hier auch wieder eine schöne Crema, die sich jetzt bildet. Warten wir noch, bis der Kaffee fertig ist und
bewerten das Ergebnis. Man kann auch jederzeit stoppen, wenn man merkt, die Tasse wird zu voll, es ist einem genug Kaffee. Und das war's. Der Kaffee ist fertig, dieser wandert allerdings in den Ausguss. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Mal, euer Mario.